Wir sind auf Ibiza. Es ist kurz nach Sonnenaufgang. Mit dem Sonnengruß den Tag beginnen. Ich finde, das passt zu Ibiza. Viele sprechen ja von diesem ganz besonderen Lebensgefühl hier, von dem Spirit of Ibiza. Aber was ist das eigentlich genau? Ist das eine Hippie-Idee? Oder steckt das ganz tief in der Seele der Insel? Haben die Zuwanderer das mitgebracht? Oder die Ibizenkos? Ich versuche das mal rauszufinden. Ist es in der Schönheit der Natur zu finden? Oder an den bekannten Partyorten? In der Lebensart der Einheimischen? Oder bei den kreativen Menschen, die hier leben? Bei mir selbst? Mein Ibiza-Feeling. Spürt man es auch, wenn man hier ganz normalen Badeurlaub machen will? Die Baleareninsel Ibiza liegt südwestlich von Mallorca. Ich beginne meine Reise an der Ostküste, in Santa Eulalia. Santa Eulalia wird überragt von einer gewaltigen Wehrkirche. Die zweitgrößte Stadt Ibizas ist weit weg vom Partyrummel. Santa Eulalia. Hier gibt es eigentlich alles, was das Urlauberherz begehrt. Yachthafen, Hotels, Strand, Cafés, Promenade. Und diese Ecke gilt als besonders familienfreundlich. Nur wenige Meter weiter liegt der Yachthafen mit vielen Cafés. Hier von Santa Eulalia aus kann man ganz viele verschiedene Bootstouren machen. Es gibt jede Menge Anbieter, 2-Stunden-Touren, ganze Tagestouren. Aber ich bin jetzt mit Achim Möller verabredet, ein Deutscher, der seit vielen Jahren schon auf Ibiza lebt. Und der hat auch ein Boot. Achim? Ja. Du kannst ja Tamina sein. Tamina, ich habe was für dich vorbereitet. Ach ja? Übernimm bitte mal das Steuer. Oh, immer gerne. Bitte übernehmen. Frau Kapitän? Genau. Immer geradeaus, oder wie? So hier Immer geradeaus, ja. Möglichst kein Schiff Das ist ja haben. richtig Old-Style hier. Schön. Ah, hier ist das ganze Soundsystem. Oh, die musische Insel. Ach, das ist die Überraschung. Time to say goodbye auf der Bordanlage. Da kommt gleich ein bisschen Kreuzfahrt-Feeling auf. Das ist ja wie auf so einem großen Kreuzfahrtschiff. Das ist ein Kreuzfahrtschiff. Schau mal hier, unser aktueller Standort. Das sind wir, der Wir haben Punkt. gerade die Cala Lenia passiert. Super, Der Punkt ja. sind wir. Ja, So, und wenn du das jetzt vergleichst mit der Steilküste, die wir hier Backbord von uns haben, fahren wir jetzt hier ums Eck und kommen hier in die Cala Mastella. Cala Mastella, da wo dieses Restaurant Bigot ist, der Schnurrbart. das ist doch die legendäre Geschichte. Da kam der König Genau. und wollte dort speisen, der Spanische. Und weil er nicht reserviert hatte, wurde er wieder weggeschickt. Stimmt's? Genau, nicht der König, aber seine Angestellten, aber es gab zumindest nicht den berühmten Fischeintopf. Gut, dass Achim für uns reserviert hat. Einen Tisch direkt am Wasser. Es gibt hier nur ein Gericht, eben den berühmten Fischeintopf. Der Sud besteht aus Gemüse, Reis und Kartoffeln. Dazu kommt frischer Fisch, das Ganze kräftig gewürzt mit viel Safran, Pfeffer, Salz, Knoblauch und Lorbeerblättern. Der Chef El Bigote, eben der Mann mit dem Schnurrbart, genehmigt sich einen kräftigen Schluck Rotwein. Die Gäste am langen Tisch sind mit dem Bus gekommen. Es gibt also auch eine Straße hierhin.
Das ist wieder sowas, wenn man so ein Essen am richtigen Ort mit den richtigen Menschen, ne, dann wird es so ein Gesamterlebnis. Wenn man dann zu Hause versucht, das nachzukochen oder das auch so zu machen, dann ist es einfach nicht das Gleiche. Am nächsten Morgen geht es in die Hauptstadt, Eivissa. Daltvila, die Altstadt von Eivissa, liegt auf einer Anhöhe mit einer gigantischen Festung. Das Ganze ist inzwischen Weltkulturerbe. Und jetzt kann man sich sozusagen die Altstadt von hier oben so langsam erobern. Idealerweise startet man von hier, dass man erstmal eine Orientierung bekommt, wo man überhaupt ist und arbeitet sich dann runter durch die Stadt. Sollen wir das mal machen? Das wollen wir jetzt machen. Das ist übrigens Rika Distel. Sie ist Journalistin, arbeitet für die deutschsprachige Zeitung hier auf Ibiza. Seit wie vielen Jahren lebst du schon hier? 15 Sommer und 8 Winter. Wow. Also, die Frau kennt sich aus. Und das heißt, wir erobern uns, genau, die Stadt jetzt von oben nach unten. Wir erobern jetzt selber mal, ja, würde ich so sagen. Habe ich auch Lust drauf. Bevor uns der Wind komplett wegpustet. Gehen wir mal ein bisschen in die kleinen Gassen, da ist es sehr gerne, this way. Okay. Hier lang? Gehen wir mal da. Im Tunnel? Ja, jetzt geht's in den Tunnel. Jetzt geht's in offiziell, also in Tunnel, wo man diverse Tunnel verbinden die einzelnen Ebenen der Altstadt miteinander. Das ist einer, der führt jetzt einfach nur nach unten. Okay. Frag mich nicht, ich habe keine Ahnung. Es gibt so viele Tunnel, die alle wohin führen, nach oben, nach unten. Also selbst die hier leben in diesem Viertel, sind auch noch zum Teil konfus. An den mächtigen Toren endet die Altstadt. Rika will mir jetzt ein paar angesagte Ecken in der Unterstadt zeigen. Gleich neben der Zugbrücke das Inn-Café Croissant Show. Oder ein paar Ecken weiter eine Promi-Eisdiele. Hast du Lust auf ein Eis? Ja. Ja? Sollen wir hier rein? Das ist nämlich ein ganz besonderer Eissalon von der Ehefrau von Nico Rosberg. Ganz neu eröffnet und sie macht super Eis. Ja, gerne. Probieren, ja? Ja, sofort. Das sieht hier schon mal sehr köstlich aus hier. Eine große und vor allem sehr ausgefallene Auswahl an Eis. Angeblich alles ohne künstliche Aromen und Zusatzstoffe. Thank you. Jetzt habe ich ein veganes Hafermilcheis. Und ich habe Haselnuss. Ich habe alles, was man nicht soll. Ich habe viel Sahne, Nüsse, aber ich darf das. Auch Kleiderläden gibt's hier natürlich jede Menge. Die luftig weiße Adlib-Mode, ein Relikt der Hippie-Zeit, ist hier immer noch aktuell. Nur wenige Kilometer südlich der Hauptstadt liegt der wohl bekannteste und längste Strand Ibizas, die Platja d'Embossa. Umgeben von großen Ferienanlagen ist er auch schon in der Vorsaison gut besucht. Das Wasser ist noch ein bisschen kühl. Im Süden der Platja d'Embossa befinden sich die teuren Beachclubs, in denen man für Liegen und Getränke schon etwas tiefer in die Tasche greifen muss. Dafür legt schon tagsüber ein DJ auf, der für die sehr spezielle Ibiza-Stimmung sorgen soll. Die Strandpartys an der Platja d'Embossa sind legendär. Wer es ruhiger mag, findet am Abend in der Altstadt nette Restaurants, die in der Saison ab Mai so voll werden, dass man reservieren sollte. Im oberen Teil der Altstadt Richtung Kirche und Festung ist spät abends praktisch gar nichts mehr los. Und das kann sehr romantisch sein.
Also wenn Sie hier auf Ibiza nicht die ganze Zeit an einem Strand liegen wollen im Urlaub, dann lohnt es sich wirklich, sich ein Auto zu mieten. Preise sind moderat und so kann man eben auch ein bisschen das Landesinnere entdecken. Ich bin im Norden Ibizas unterwegs, in der Gegend um San Juan. Hier irgendwo wohnt eine deutsche Fotografin, die ein ganz besonderes Buch über die Insel und ihre Menschen gemacht hat. Bei ihr komme ich mit meiner Suche nach dem besonderen Lebensgefühl Ibizas hoffentlich noch ein Stückchen weiter. Ach, ist das herrlich. Hier ist der Traumblick. Über die, was ist das hier für ein Tal? Wo sind wir? Auf was San guckst du da? Juan-Tal. Das San Juan-Tal. Die weite Natur und die Menschen, die auf Ibiza leben, haben Ines Schramm zu ihrem Fotobuch inspiriert. Erstmal gibt's eine Erfrischung. Ja, Das ist herrlich. aus dem Garten, Ja, aus der Natur. wenn man sowas so sieht, dann denkt man auch, Mensch, was ein Kontrast zum Leben in Deutschland, irgendwo ganz normal. Das Ja. ist schon wirklich was ganz anderes Es ist hier. ein Ne? Geschenk, hier zu sein. Dadurch, dass ich Fotografin bin, bearbeite ich die Themen, die mich faszinieren, natürlich fotografisch. Und habe dann versucht, überall mit der Fotografie rauszufinden, was fasziniert mich eigentlich hier so? Was macht die Menschen so traurig, die hier wieder wegfahren? Ich habe jetzt keine totale Antwort gefunden, aber ich bin ein ganzes Stück weitergekommen. Und das Lebensgefühl, das ist meine Antwort. Das Lebensgefühl. Und mit meinen 8 Kapiteln in diesem Buch zeige ich das Lebensgefühl von Ibiza. Das ganze Buch bringt etwas rüber, was erklärt, warum wir so gerne hier sind. Das ist meine Margarida. Und was mich also auch sehr fasziniert hat, die kocht auf dem Boden. Das ist das ist ein spanisches Pärchen, ja, die lassen es krachen. Körper Ne? als Kunstwerk. Genau, gibt's alles. Es gibt hier wirklich, das ist es eben. Hier Oder? ist Auf alles dieser da. Insel gibt es nichts, was es nicht Alles gibt, habe ist ich den vorhanden Eindruck. und alles lebt nebeneinander und jeder profitiert voneinander. Jeder respektiert sich, jeder nimmt sich ernst und jeder weiß, dass er ohne den anderen das was weniger da wäre. Das ist Alexander, oder? Das ist Alexander, ja. Alexander mit Luna und Wolfi. Genau, der lebt ja hier auf der Insel mittlerweile. Ja, Den ja. kenne ich. Den kennst du? Ja, mit dem habe ich früher beim WDR schon lustige Jugendsendungen gemacht und so. Vor 20 Jahren jetzt wahrscheinlich schon mittlerweile. Ja, das ist Alexander. Die 3, genau. Das ist ja nett. Ja, den muss ich auch noch mal besuchen hier. Ja, dann gehen wir mal, was wir hier noch so alles haben. Der hat Wie übrigens, bunt die ist. da und wie- haben wir die Ilva. Wer ist denn die Ilva? Die Ilva ist Schwedin und die macht Modedesign. Die macht ganz abgefahrene, seltene Kleider. Das ist zum Beispiel ein Hochzeitskleid mit Blutspuren. Oh. Das Und ist die wohnt sehr spannend. Also ich finde, da sollten wir hinfahren. Und zwar mit Ines Auto. Das setzt bestimmt nirgendwo auf. Ines meint, um die Menschen, die so entlegen wohnen, zu besuchen, müsse sie so ein Auto fahren. Mensch, wo die Leute hier wohnen auf Ibiza. Ich finde es immer wieder unfassbar. Mittendrin im erstmal denkt man, es ist nichts mehr und dann kommt doch noch ein Haus. Ist das der Eingang hier? Ja. Oder der Hintereingang? Ja, ist ein Ilva. Wo ist denn das Foto entstanden? Hier. Hier. Hier ist das Foto. So, you Hier hat sie sat there. gesessen. Yeah, I was there. Darf ich And mich da you- mal hinsetzen? And your wedding dress May I? was also here, huh? Yeah, the wedding dress was there, but you know what? Like this. Das war das Foto. Ja, that was ja, ja. Ja, das ist so eine richtige. Ja. Ah, ich bleib einfach so hier und chill ein bisschen. oder? Oh. Hinter Ilvas Finca liegt ein riesiger Garten. Ganz da hinten kann ich sogar das Meer sehen.
Was gibt dir diese Insel, was dir andere Orte nicht geben können? So, nature. Natur, ganz tolle Natur. Und was ich an Ibiza ganz besonders mag, alle meine Freunde kommen hierher. Und so muss ich gar nicht mehr selbst reisen. Meine Freundinnen und Freunde sind Japaner, Holländer, Deutsche, Franzosen. Die sitzen hier alle an einem Tisch. Das ist einfach toll. In ihrem Atelier hängen die von Ilva entworfenen Kleider, die sie in ausgewählten Boutiquen und auf Ibizas Hippie-Märkten verkauft. Da muss doch auch was für mich dabei sein. Wow! Ist das hier so ein bisschen Flower Power? Vielleicht stellst du dich unter die Rosen. Das ist doch ein total perfekter Hintergrund. Das ist so ein richtiges Ibiza-Kleid. Wow. Ja, genau so. Und das Lächeln brauchen wir dann. Ja, das schöne Lächeln. Sehr schön, sehr Der setzt aber auch dauernd auf hier, dieses. Jetzt möchte ich meinen ehemaligen Kollegen Alexander besuchen, den ich in Ines Buch entdeckt habe. Er hat mir auf mein Handy die GPS-Koordinaten seiner Finca geschickt, in der Nähe von Santa Eularia. 07849. Oh, ein Hund. Ich glaube, der hat Hunde. Hey, hallo. Na, wer bist denn du? Und noch einer. Ich glaube, hier könnte es sein. Ich habe gedacht, Hunde hat der Mann. Hey, ich habe mich so dermaßen vereiert. Ich war schon bei Nachbarn, die waren nicht zu Hause. Oh nein, das hallo, ist ich bin Lula. Hallo. freue mich, Ich habe dich auf einem tollen Foto gesehen. Was? Ich habe euch auf diesem Foto gesehen, in diesem Wahnsinnsbuch. Ach, das Foto von Ines. Ja. So, hier unser Brunnenschacht. Diese wahnsinnig hohen Räume immer, ne? Das ist die Sala. Das heißt so, das ist der große Eingangsbereich. Und das haben all diese alten Häuser, diese Sala, die ist so ganz typisch für diese Art Häuser. Alexander und Luna zeigen mir erstmal ihre Finca, die im Laufe der Jahrhunderte immer größer geworden ist. Hier, und Da hier, oben. guck mal, hier siehst du zum Beispiel, Ja. klar, hier siehst du zum Beispiel, entschuldige, die Außenwand war das früher, ne? Mega dick. Haben wir ja auch in dem anderen Durchgang. Aha. Daran kannst du erkennen, dass sie eben einfach immer angebaut haben. Ja, immer noch eins. Immer noch Und eins. das wäre jetzt, und jetzt ist hier. Und hier geht's jetzt in unsere Küche, die ich sehr liebe. Ah, da ist ja alles, was man braucht. Unsere kleine Experimentierküche. Aber auch wieder die Balken oben drin. Auch wieder die Sabiner Balken. Ja, haben wir echt schön gemacht, muss man wirklich sagen. Von außen sieht man das Würfelprinzip dieser für Ibiza typischen Finca noch besser. Und fein einstellen. Hoppi. 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 Und naja. Alexander ist viel auf der Insel rumgekommen und will mir jetzt seine Lieblingsorte zeigen. Ich bin gespannt. Dankeschön. Bis nachher. Servus. Mensch, das ist ja mal ein cooles Teil hier. Jetzt geht's zur Nordküste, Richtung Portinatsch. Von der Hauptküstenstraße biegen wir auf einen Schotterweg ab, der es in sich hat. Rost und Lack.
Also das ist ein ibizenkisches Lebensgefühl von der heftigeren Sorte, was wir hier haben. Offroad. Der ist von 1977, der Wagen. Also der hat auch schon ein paar Tage hinter sich. Und dann sind wir am Leuchtturm, dem Faro des Muscadet. Die Steilküste hier gehört zu Alexanders absoluten Lieblingsorten auf Ibiza. So! Das ist ja unglaublich. Fast wären wir über die Klippe gefahren. Hunde, wir haben es geschafft. Und raus mit den Hunde Hunden. mit? Jetzt aber schnell raus. Feine Hunde. Ja. Kann ich hier abstürzen? Ja. Oh nein. Oh Na, Gott. abstürzen kannst du schon, wenn du jetzt einen Schritt zu weit. Warm. Eine gute Sprungschanze. So, ja! Ist das hier Rosmarin, ne? Das ist Rosmarin. In rauen Mengen wächst das hier. Oh, köstlich, das siehst du schon gar nicht mehr, ne? Das ist eigentlich schade. Ich stehe es. Aber das hier zum Beispiel. Das ist Mortelle. Mortelle? Ja. Was Kameliges? Ja, so Ja, ein bisschen. Eigentlich Was kann man das damit? trocknet man. Und dann macht man so Streusel, die trocknet man. Ist gut gegen Fliegen und Mücken und sowas. Ganz nett. Ist auch schon so ein bisschen trocken, so ein bisschen kruspelig. Was ist es denn, was dir die Insel gibt, was du woanders nicht findest? Für mich ist es einfach, dass Ibiza so die Welt im Mikrokosmos ist. Hier sind Menschen aus der ganzen Welt hingezogen, weil sie sich bewusst für diese Insel entschieden haben. Also da sind dann Künstler und Musiker, da ist dann aber auch irgendwie der Milliardär, der irgendwie gar nichts mehr macht. Dann ist da aber auch der arme Hippie. Und dann ist da, keine Ahnung, der Gauner, der irgendwo bei sich zu Hause Steuern hinterzogen hat. Oder es gibt die verschiedensten Typen und Charaktere aus der ganzen Welt, aber alle sitzen gemeinsam an einem Tisch und haben eine gute Zeit miteinander und verstehen sich, weil sie alle eine Ebene haben. Und das mag ich irgendwo. Es ist Die Leute, die Menschen. Die Leute, die Menschen, das ist diese Kultur der Toleranz, die man hier so pflegt. Man sagt auch immer, Ibiza hat ein Gesetz. Und dieses Gesetz heißt, du kannst tun, machen, sein, wer du willst, egal ob du schwul oder heterosexuell, schwarz oder weiß, völlig wurscht. Mach, was du willst, sei, wer du willst. Du musst nur eine Sache beachten und das ist das Gesetz Ibizas. Der andere muss das auch dürfen und du musst den anderen auch so sein lassen. Am nächsten Tag fahre ich nach San Carlos zum berühmten Hippie-Markt Las Dalias. We can be more than ever people, more than ever people, more than ever people. Das sind diese ibizenkischen Häkel-Geschichten. Freiheit und Abenteuer. Das kaufe ich jetzt für mich, wenn es recht ist. So ein gute Laune-Bändelchen vom Hippie-Markt. Ich bin jetzt an der Nordküste unterwegs. Es gibt immer wieder Stichstraßen zu kleinen Badebuchten und manche sind bislang von Hotelanlagen verschont geblieben. Zu den schönsten gehört die Cala de Benidàs.
Breiter Strand, kristallklares Wasser. Ein Strand mit Hippie-Tradition. Am Leben halten diese Tradition auch die Trommler, die sich oft sonntags vor Sonnenuntergang am Strand treffen. An normalen Tagen, namentlich in der Vorsaison, findet hier jeder sein Plätzchen. Ganz im Südwesten Richtung Esco Base liegt ein angeblich magischer Ort, den ich mir unbedingt zum Sonnenuntergang anschauen soll. Eine mythenumwobene Felseninsel, manche sagen, es sei die Insel der Sirenen aus Homers Odyssee. So, und auf diesem Parkplatz dringend alles zumachen, Wertsachen mitnehmen. Hier wird nämlich gerne mal geklaut. So. Und das ist sie, die Felseninsel Esbedra. Ibiza. Wir haben es gesehen, es ist wirklich weit mehr als nur eine Partyinsel. Für mich ist das diese besondere Natur, Orte wie dieser hier, Landschaften, ganz vielseitig und diese ganz individuellen Menschen, die alle irgendwie für sich sagen, ich lebe hier so, wie ich das möchte. Und wenn man hier Ferien macht, kann man ein bisschen was von diesem Spirit of Ibiza, von diesem Lebensgefühl mit nach Hause nehmen. Sei mutig, mach, was du für richtig hältst und wenn es nur ist, dass du deine Wohnung mal wieder ein bisschen bunter einrichtest.